Hoi, ich bin der Stefan und das ist mein Bassblog. Und da erzähle ich dir, was mich nach 40 Jahren Bass spielen allem nur so jeden Tag beschäftigt. Und heute beschäftigt mich mein erster Tag in London beim SBL Blueprint Live Event. Und ja, ich blende mal ein paar Fotos ein und dann reden wir darüber, was zusammen so alles passiert ist und auch was ich immer von dem ersten Tag so als mitnehme. Du, im letzten Video habe ich erzählt, das Event hat in Camden Town stattgefunden und am ersten Tag, also nachdem ich angekommen bin, den Tag davor, habe ich noch einen halben Tag für mich gehabt und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht einen kleinen Spaziergang machen, sich einstimmen auf die Sache. Es ist halt wichtig, für mich zumindest, nicht sich gleich einzuknielen in die Materie und ins Thema, sondern sich auch gebührend darauf vorzubereiten. Man ist ja schließlich auch ein Mensch, man hat auch Gedankenbelastungen und Herausforderungen und deswegen sich gut vorbereiten auf irgendetwas, was einen herausfordert, ist einfach für mich die Basis. Und dann haben wir gedacht, ich mache einen kleinen Spaziergang in Camden Town. Dann ist so ein Kanal und dann bin ich halt entlang gegangen mit den ganzen Jogger und nachher auf zur Kirche. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie die geheißen hat, die waren jetzt mit zu konzentrieren auf Geschichte und auf effektive Namen. Aber ich habe alles genossen. Da war so eine Kirche eben und draußen waren auch Leute Kaffee getrunken haben und daneben war Primrose Hill. Und selber muss ich mir anschauen, weil als Südtiroler ist es so, wenn man nicht irgendwann einmal auf einen Hügel oder auf einen Berg gehen kann, um sich die ganze Sache das ganze Umfeld von oben zu betrachten, dann fühlt man sich schlecht. Zumindest ich bin es so gewöhnt. Und Primrose Hill war natürlich schöne Aussicht auf London, die City, drunter der Tierpark. Perfekt. Als Einstieg aufs Event habe ich den Satz gefunden von Jeff Black, glaube ich, war es. I have conversed with the spiritual sun. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wieso mich das berührt hat, aber ich habe mir gedacht, ja gut, das bringt mich wieder in Einklang mit meinen persönlichen Bedürfnissen. Danach bin ich vom Hügel habe meinen Bass geholt und habe den Club gesucht, den Camden Club, und der ist effektiv ein unscheinbar kleiner Club, zumindest von außen hin, war leider Sortiere und ein paar Plakate drauf. Und man gedacht, interessant, dass da ein Event stattfindet. Vielleicht Budgetprobleme, keine Ahnung. Jedenfalls interessant, wie das da gewesen ist. Und da geht es gleich rein. Haben wir ich filme das einmal kurz. Da ist ja so ein langer Gang gewesen, Stiegen auf, Stiegen ein. Mit den Lampen war ganz nett, da reinzugehen in den Club. Und drinnen waren schon ganz viele Mitglieder von dem Blueprint-Kurs und waren schon voll im Gespräch. Waren schon Coaches zusammen, schon Leute auf der Bühne und ja, es hat schon praktisch alles ziemlich intensiv angefangen. Und da war auch mein Kollege, der Musa Henderson, der mir netterweise seinen Bass geliehen hat. War auch schon zusammen, hat man einen Stuhl in der ersten Reihe vorgemerkt. Das war voll nett. Wir haben zusammen alle so einen Sackel zusammen gehabt mit einem Blueprint-Event 2026 draufgeschrieben, drin ein Heftel, Übungsheftel, was da hinter mir ist, für Basstechnik, ein Angebot für das nächste Jahr, wenn man nochmal weitermachen möchte. Ein Kopfhörerverstärker, mit dem hat keinen
live spielen, während auf der Bühne alles stattgefunden hat. Das habe ich voll nett gefunden. Dass die Leute vor dem Eingang gestanden sind, schon eine halbe Stunde vorher, hat mich auch beeindruckt, weil die haben alle so einen Enthusiasmus gehabt, dass ich mir gedacht habe, das ist ja mal eine coole Community. Als Leute so circa in meinem Alter, außer ein paar Ausnahmen. Und dann ist es auch schon mal auf die Bühne gegangen, dann nicht als Ex-Tontechniker schon mal schauen, was da schon alles aufgebaut ist. Und gesehen, der Ian hat sein Helix Stomp da, kommt aus den Vereinigten Staaten, deswegen haben wir gedacht, ja, er hat nicht viel mithaben. Und der Scott hat seine Pedale einfach so nebeneinander hingestellt und per Hand verkabelt, hat nicht einmal ein richtiges Pedalboard mitgehabt. Ganz im Kontrast zu seinem super teuren F-Bass. Ich weiß nicht genau, was das für ein Modell ist, ein BN4, glaube ich. Er ist ein Endorser von F-Bässe. Das sind volle teure, 10.000 Dollar, ich weiß nicht wie viel, Tausende von Euro teure Bässe. Für einen, der fast 1 Million YouTube-Abonnenten hat, ja, das gebührt ihm. Hetziger Kontrast, die kabellose auf dem Boden liegen und gesehen, wie er hingekommen ist mit so einer Stofftasche, hat er das alles drin gehabt. Ja, eben, sich einstimmen aufs Event, viele Leute schon da, viele Fotos und dann hat es schon angefangen mit dem Leiter vom Kurs, der was also die Willkommensgrüße gesagt hat und da war schon Scott Divine und Ian Martin Allison auf der Bühne. Ganz viele Themen, ganz viel ins Detail gegangen wegen Technik. Der Ian Martin Allison mit seinem Mike Lull-Bass für ihn gebauten Bass, von dem hat der Doktor noch viel erzählt. Und dann ist es gleich schon in die Musik gegangen und horchen wir uns einmal an. Da hat der Scott gespielt mit seinem Freeze Pedal von Electro Harmonix und drauf hat er improvisiert. Ja, das war das Stückel daneben. Das kennt wahrscheinlich jeder, das ist ein Klassiker. Wenn man Scott Divine kennt, das ist so ein Stückel, was oft in seine Werbevideos eben aufscheinen. Ja, da glaube ich das Stückel wegen mit dem Freeze Pedal. Drunter schönen Pedal gelegt und danach hat er improvisiert drauf. Ich war in der ersten Reihe, volle coole Aussicht. Auf Leute, was man normalerweise online sieht, macht es schon einen gewissen Eindruck, wenn man nachher 2 Meter von denen entfernt ist. Und da hat ihm der Ian netterweise im Backing-Track aufgestarten lassen. Das ist ein voll sympathischer Typ, ja. Ja. Machen wir uns noch 1 Minute lang und danach gehen wir weiter. Voll schön der F-Bass, 5 Seiten. Interessant, was Scott gesagt hat, er hat fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn er seine Bässe nicht spielt und er möchte am liebsten alle die loswerden, die was eben er nicht imstande ist zu spielen. Deswegen, ja, er ist allem im Konflikt zwischen viele Bässe und einen, den was er regelmäßig spielt. Ja, dann habe ich nochmal ein vertikales Video gemacht hat. Ja, ein bisschen mehr Groove.
Ja, schön. Und danach war auch schon der Turnus von Ian Martin Allison mit seinem Michael Lal-Bass, mit den Thunderbird Pickups und kein Namen von ihm drauf, das wollte er extra so haben, Selig Stomp auf dem Boden. Und der hat da mit so Backing-Tracks gespielt und natürlich seine Presets gezeigt, was man natürlich kaufen kann und da ist zusammen, aber er macht coolerweise man bleibt so implizit Werbung, aber eigentlich nie so richtig aufdringlich und das gefällt mir an ihm voll gut. Da ist eins von den Stückchen, wo er für YouTube seine Presets so ein bisschen präsentiert. Das kennst du eigentlich gar nicht. Kannst du mal anschauen, wie das so besser klingt als live aufgenommen. Aber ich habe es interessant gefunden, das zu sehen, wie er es live eben benutzt. Ja, voll interessant, die 3 verschiedenen Sounds in einem einzelnen Stickel drinnen. Ja, voll, wie schon gesagt, da ist mein Kopf schon explodiert am ersten Tag, weil natürlich Schiene war, du hast keinen direkten Augen auf die Bühne, mit denen alle reden und ihnen sie erklären lassen. Sie haben ganz viele Fragen beantwortet. Die Community ist voll lieb. Sie haben zwar alles ein Thema im Bass und das Bass spielen, aber schön für den ersten Tag. Ja, was nehmen wir mal alles mit? So die Konzepte, sie haben natürlich viel diskutiert über Musik machen und es geht ja nicht gleich um eine Basslinie zu machen, sondern einen Basspart, also richtig in Bass in die Stückeln zu verkörpern. Viele von denen sind wieder Ian Session-Musiker, die werden beauftragt für gewisse Stückeln, für gewisse Aufnahmen, für Live-Konzerte in die Bassrolle zu übernehmen und eben geht viel weiter aus, als eine Basslinie zu spielen. Und oftmals ist die Basslinie brutal simpel. Und simpel heißt aber nicht, dass sie langweilig ist. Und es ist wichtig zu unterscheiden. Also endlich, was ist mir auf dem ersten Tag geblieben? Ein Satz von Ian Martin Allison: dem Song dienen. Und für heute ist, glaube ich, genug. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich sage, was am zweiten Tag von Blueprint Event 2026 in London von Scott's Bass Lessons passiert ist. Vierte.